Kamera läuft. Okay. Der Hauptteil der Achse wird wahrscheinlich dann irgendwann in Schrott gehen. Und ganz selbstlos gebe ich dieses Wissen jetzt weiter. Das heißt, diese Achse selbst können wir nicht benutzen. Also, das wird jetzt ein Dauerbrenner hier mit unserem Drehmomentschlüssel. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Es gibt ein kleines Update für unsere Sandbleche, für die Aufnahme. Wir haben ja beim letzten Mal hier mit den Löchern das gemacht. Da kam ja auch schon Rückmeldung von euch, dass das nur so lange hält, bis dann die Sandbleche das erste Mal benutzt wurden. Das ist auch richtig so. Das war mir in dem Moment auch bewusst, als ich es gebaut habe. Ich musste halt nur schnell los und ich brauchte eine Lösung und ich hatte nichts für die Aufnahme gehabt, wie ich das Sandblech befestigen kann. Dann habe ich im Internet geguckt, was es dann so für Möglichkeiten gab und irgendwie hat mir das preislich nicht gefallen, was dafür abgerufen wurde. Und habe mich nach einer Alternative umgeguckt und ja, im Endeffekt sind das jetzt diese Scheiben hier. Und die findet man bei Fahrzeugen auf den Stoßdämpfern drauf. Das sind so eine, ich weiß gar nicht, wie sich das genau nennt, aber die sind halt oben über die Stange des Stoßdämpfers rübergestülpt, darunter ist dann das Gummi. Und die eignen sich wunderbar für die Sandbleche, für die großen Löcher. Und kosten, ich glaube, was ich gesehen habe, irgendwie 5 € oder so ein Stück. Ich mache immer noch eine Mutter dazwischen, weil hier dann irgendwann 2 Sandbleche drauf kommen und das ist genau der Abstand für ein weiteres Sandblech. Ja, das ist fest. Also da wackelt und rüttelt auch nichts, auch wenn es nur an einem Punkt jetzt hier fest ist. Wenn ihr daran interessiert seid, diese Teller sind vom Iveco 9016. Die gibt es ja in verschiedenen Größen. Müsst ihr da mal gucken, wenn ihr da die Fahrgestellnummer kriegt von dem Iveco, dann kriegt ihr auch diese Scheiben, denke ich. Ich habe die jetzt gebraucht gekriegt von Olli, geht ja auch. Der Vorfilter von Odin ist vorne mit am Motor dran. Das sind im Prinzip 2 gleiche Dieselfilter. Das Problem ist, dass wir aber nicht sehen können, wie der Diesel aussieht, den wir da jetzt dann gerade getankt haben oder wie es um den Diesel steht. Und jetzt bauen wir halt einen zusätzlichen Vorfilter ein, so einen Grobfilter, falls wir dann schlechten Diesel tanken unterwegs, dass wir da dann sehen können, was für eine Suppe da drin ist und dass man das zur Not dann hier auch wieder rauswaschen kann, den Filter rausnehmen kann. Den setze ich dann jetzt dazwischen direkt an den Vorlauf der Tankumschaltung. Etwa hier. Ich baue gerade den Gurt ein für die Fahrerseite. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das machen soll hier. Also erstmal vom Prinzip her und der hier unten irgendwie dran. Die Achse ist heute gekommen. Sie sieht mega, mega gut aus. Die ist von der Bundeswehr eingelagert worden, ist eingeschweißt gewesen, irgendwie mit irgendeinem Edelgas, würde ich sagen. Und zusätzlich waren hier so Trockenpads drin. Und da ist halt nichts dran, ne? Also kein Stück Rost, gar nichts. Sieht super aus. Das ist eine Achse von einem Magirus 4x2. Das heißt, diese Achse selbst können wir nicht benutzen oder können wir nicht direkt einbauen in unseren LKW, weil wir haben ja einen 4x4 und die Achsen von dem 4x2, die drehen andersrum. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt die ganzen Bremsenteile einmal abdemontieren und entsprechend dann in unseren LKW einbauen.
Was machst du jetzt hier? Wie nennt sich der Fachbegriff? Achse. Genau. Ich baue jetzt die Teile von der Achse ab. Und das, was wir wiederverwenden können, das legen wir beiseite und das, was übrig bleibt, müssen wir gucken. Also der Hauptteil der Achse wird wahrscheinlich dann irgendwann in den Schrott gehen, weil es keiner mehr gebrauchen kann. So sieht eine nagelneue, naja, also eine neu aussehende Trommel aus. Eine nicht benutzte. Nicht benutzte, genau. Unbenutzt wird der Fachterm. Unbenutzt. Hier ist sogar noch ein Span drin. Wir haben Molly gerade mal gefragt, ob es Sinn macht, jetzt die alten Trommeln durch die neuen Trommeln auszutauschen. Und er sagt, macht keinen Sinn, weil unsere Bremsbeläge, die wir jetzt drauf haben, sind ja nun mal schon angepasst auf den Radius der alten. Und die alten Bremsbeläge, also diese hier, würde er nie empfehlen zu verbauen, weil die altern halt auch und werden wahrscheinlich ihre Leistung auch nicht mehr bringen und sind möglicherweise asbesthaltig. Dann haben wir nochmal gefragt, ja, wie ist das denn? Wie lange halten unsere Bremstrommeln? Weil von den Bremsscheiben von Autos zum Beispiel weiß ich, naja, dann halten die 60.000, vielleicht 80.000 und dann müssen sie runter. Und die halten so 200.000 bis 300.000. Also völlig unkritisch, die müssen wir jetzt auch nicht bunkern. Und wir benutzen jetzt unsere alte Bremstrommel mit den alten neuen Bremsbelägen, weil die wurden ja in der vorletzten Werkstatt neu besohlt, wollte ich beinahe sagen, aber haben neue Belege gekriegt. Ne? Ich habe gelernt, erst die Federn aushängen und dann die Bremsbeläge zu lösen. Das mache ich dann jetzt auch so. Und danach kommen die Radbremshelme runter. Musst du sagen, Kamera läuft oder so? Kamera läuft. Okay. Wir müssen die Ankerplatte lösen, damit wir den hier loskriegen. Das ist irgendwie anders gelöst als bei unserem. Na gut, dann haben wir die Ankerplatte auch lose. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, die Federspeicher von der Achse, die neuen, auch gleich mit einzubauen. Zuerst dachten wir halt, wir wollen sie einlagern, aber es ist besser, jetzt eben halt die neuen Teile schon einzubauen und dann die alten Teile einzulagern. Und jetzt baue ich die Kombination aus diesem Zylinder und dem Federspeicher erstmal in die rechte Bremse ein und dann kommt die andere Seite. Ich schleife jetzt die Bremsbeläge, weil die sind heiß geworden. Das war jetzt links, ist nicht so ganz so heiß wie jetzt rechts. Da sieht man ja vielleicht ein bisschen, wie der glänzt. Die haben richtig Hitze gekriegt. Und wie gesagt, ich schleife die jetzt einmal ab und dann ist auch wieder gut. Wir haben doch einen Wasserabscheider bzw. Lufttrockner für die Bremsanlage. Das wusste ich nicht. Da hatte mich Olli jetzt darauf hingewiesen. Und da ist jetzt das Ventil ist ein bisschen angerostet oder alt, verrottet, wie auch immer man das nennen möchte. Das machen wir jetzt neu und dann ist auch gut. Also wir brauchen jetzt keinen Lufttrockner, der ist auch drin. Also auch Renaults haben einen Lufttrockner auch bei älteren Modellen schon verbaut. Ja, ich hatte noch dem einen oder anderen geschrieben, dass wir eventuell dann noch eine Frostschutzpumpe verbauen werden. Machen wir jetzt nicht, kostet ja auch ein bisschen Geld und ist eigentlich auch dann so jetzt nicht notwendig. Frostschutz, also Vapguthyl zum Beispiel oder andere Präparate, die es da gibt, werden wir dann hier über diesen Schlauch und mit einer Spritze dann in das System einführen und das geht dann auch so. Also ich wurde jetzt in die heiligen Geheimnisse der Federeinspannung bei den Bremsbelägen eingeführt und ganz selbstlos gebe ich dieses Wissen jetzt weiter. Naja, Blödsinn. Also es ist auf jeden Fall, das wurde mir jetzt gezeigt gerade,
einfacher, das Ganze, also diese Federn, diese Spannfedern einzuhängen von den Bremsbelägen, wenn man die Bremsbacken schon mal in die Führung reinsetzt und dann eben halt entsprechend mit einem Spanngurt einfach in der Führung hält. Ja, und dann ist es eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, Trick und Muskelkraft, die da reinzukriegen. Also ohne Federspannwerkzeug. Man kann natürlich auch sowas kaufen, aber es geht halt auch mit dem heiligen Schraubendreher der Federeinspannung. So. Und dann haben wir ja noch Licht, ne? Das wird jetzt nicht so eine einfache Geschichte. Okay, wenn ich jetzt rausnehme, springt er zurück. Vorsichtig mitnehmen. Sitzt da drauf, kannst du es sehen? Er sitzt drauf. Vorsichtig mitnehmen. Wichtig ist, dass die Finger weg sind, wenn er zurückschnackt. Okay. So, haben wir ihn schon mal. Das war's. Unten sitzt er auch. Oben sitzt er. Da wir keine Zentrierhülsen noch nicht haben, haben wir dieses hier benutzt, um die Felgen vernünftig zu zentrieren. Ich werde es erstmal mitnehmen, bis wir dann Zentrierhülsen haben. Keine Ahnung, bisher bin ich irgendwie noch nicht dazu gekommen, die zu bestellen. Also das wird jetzt ein Dauerbrenner hier mit unserem Drehmomentschlüssel, für diejenigen, die sich dazu schon gemeldet haben. Wir testen heute, wie genau der wirklich ist. 4% Abweichung soll er ja haben. Und wir haben jetzt einen, den hier unten. Wir haben natürlich dann jetzt einen, der in einer ganz anderen Gehaltsklasse ist oder Preisklasse, sagen wir mal, mit dem wir das dann gegenprüfen. Ich habe hier auch das Werkstatthandbuch, mit der wir die Bremse auch repariert haben oder wo die Anzugsdrehmomente dran sind. Und hier steht halt auch, dass für unsere Achse ein Anzugsdrehmoment von 400 plus minus 50 Newtonmeter anliegen soll. Wir haben jetzt 450 eingestellt und dagegen testen wir jetzt. Rad mitdreht, da hätten wir wieder das Problem. Ja, der steht noch auf dem Bock, also muss ich jetzt erst den Bock rauskriegen und dann lasse ich ihn ab. Auf ein neues. Da hat sich nichts bewegt. Also vielleicht hat sich das Mühe bewegt. Es ist echt schwer jetzt von hier aus das zu sehen, ob sich die Mutter noch ein Stück bewegt hat, ehrlich gesagt. So. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl. Also 2 Schrauben konnte ich so ein ganz kleines Tickchen, so ein Müh irgendwie ein Tickchen fester drehen, aber nicht wirklich nennenswert. Bei den anderen hat der der teure ausgelöst. Jetzt werden wir es genau andersrum machen. Jetzt werden wir mit dem festziehen und mit dem letztendlich das Drehmoment festziehen und mit dem hier dann das nachprüfen. Und somit haben wir dann beide Bandbreiten, also unten, unterhalb und oberhalb, einmal geprüft. Ja, also im Grunde genommen reicht die Genauigkeit von dem. Das hatten wir auch schon so gesagt. Wir wollten es halt aber nochmal jetzt explizit für den wir jetzt gekauft haben, nachprüfen. Jetzt bei diesem Mal hat er immer ausgelöst, wo der bessere, also der teurere, festgezogen hat. Bei dem Rad davor, wo wir zuerst mit dem festgezogen haben, konnte der bessere 2 Muttern, wie gesagt, ein klein Tickchen festziehen. Wie viel Newtonmeter das letztendlich weniger waren,
Wie gesagt, wir haben jetzt mit 450 angezogen, mit 400 bis 450 ist es angegeben. Das reicht aus bei denen. Und von der Genauigkeit ist das für Räder anziehen okay. Für diejenigen, die interessiert sind, den zu kaufen, kauft euch die 3/4 Zoll Variante. Ich habe jetzt die Zoll-Variante gekauft, die ist für unseren LKW einfach zu groß. Da wir nur ein Drehmoment von um die 500 Newtonmeter haben, das kannst du alles mit einem 3/4 Zoll auch machen. Ist wesentlich leichter, ist halt auch, wenn man gerade die Verlängerung braucht, auch günstiger. Und ach so, ja genau. Und das Wichtigste, was ja auch immer wieder gesagt wurde, es sind ja auch einige neu hinzugekommen, die das noch nicht kennen. Ich habe das im letzten Video oder in einem der letzten Videos gesagt, wenn der benutzt wurde, immer wieder entspannen danach. Damit, so wie er geeicht ist, damit das auch erhalten bleibt. Ein kleiner Trick wurde mir gerade noch gezeigt, wie man relativ schnell bei Abfahrtkontrolle sehen kann, ob die Muttern auch alle fest sind und sich nicht gelöst haben. Und zwar haben wir hier da einen Strich einmal quer über die Mutter gemacht und der Schraube, also dem Bolzen. Und so kann man sofort sehen, wenn sich die Mutter irgendwie gelöst oder gedreht hat und das eben halt auf allen 8. Dann weiß man das sofort und braucht nicht immer den Drehmomentschlüssel rausholen und dann gleich nachziehen. Nach wie viel sind das? 50 Kilometer? 150 Kilometer, glaube ich. Oder 100, naja. Wir haben ja jetzt alles montiert, die Bremsen sind dran, Bremsbacken sind dran, also ist alles jetzt fertig. Das, was jetzt noch passiert ist, bevor wir die Federspeicher wieder lösen, also sprich die Schrauben wieder reinschrauben, müssen wir erstmal das richtige Spiel einstellen zwischen Bremsbacke und Bremstrommel. Das heißt, das machen wir nicht mehr heute, aber wir müssen halt ein paar Mal auf die Bremse treten, weil sich diese Bremse halt automatisch einstellt. Das ist der Schlauch, der von der Achse runter geht zu den Federspeichern. Der ist noch von der Zeiten, wo Odi noch Feuerwehr war. Das sieht man hier, dass da eine rote Farbe drauf ist. Ja, der ist porös und der muss halt neu. Und da müssen wir halt mal gucken, weil das sind halt alles Verschraubungen, die es so wahrscheinlich vielleicht gar nicht mehr gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir da in der Hydraulikbude fahren und mal gucken, ob wir dann nach Muster dann so einen neu fertigen lassen können. Wir nehmen jetzt die alten Leitungen von den Federspeichern raus, also die Leitung, die zu den Federspeichern führt, die Druckluftleitung. Da sind ein paar Gewinde, sind da nicht mehr so richtig gut und wir kriegen halt einfach die Verschraubung nicht mehr. Die sind zu alt und jetzt bauen wir das halt auf 12L oder so nennt sich das, glaube ich, bauen wir das jetzt um. Wir haben jetzt den neuen Schlauch für die Hinterachse, für die Federspeicher. Der ist, wie ich schon gesagt hatte, umgebaut jetzt auf gängiges 12L-Format, beidseitig. Der alte hat halt so ein Feingewinde gehabt irgendwie, das es schon längst nicht mehr gibt. Das baue ich jetzt ein und dann ist die Bremse eigentlich auch soweit auch betriebsbereit. Also, wenn wir sie entlüftet haben. Geht auf jeden Fall wesentlich leichter. Diese Trommel. Das sind die neuen Bremszylinder für vorne. Die sitzen hier drunter. Das ist auch nur ein Duplexzylinder, der hier eingesetzt wird. Und mehr machen wir hier nicht. Das sollte reichen. Weil vorne haben wir ja kein Problem gehabt. Aber, achso, ja, wir machen das natürlich trotzdem, dass wir schon mal die neuen ersetzen, weil wenn wir hinten Probleme gehabt haben, dann, ja, weiß nicht, dauert das vielleicht nicht so lange, bis wir dann vorne auch Probleme kriegen. Ne? Das ist ein Autogenschweißgerät und das erinnert mich irgendwie an meine Ausbildung. Da habe ich viel mitgemacht. Ein weiterer Schraubendreher findet seinen Weg in die Spezialwerkzeugkiste. Die Federn von der Vorderradbremse sind halt auch ein bisschen speziell und da baut Olli jetzt gerade ein Spezialwerkzeug. Wir haben kein geeignetes Werkzeug, um die Federn auszuhängen. Das ist irgendwie eine spezielle Art und Weise, wie diese Federn da drin sitzen. Deswegen haben wir da die Keile reingetrieben, um die Bremsbacken von dem Zylinder runterzunehmen, dass wir den Zylinder tauschen können. Das wird jetzt erstmal so funktionieren, den nehme ich jetzt raus. Um den rauszukriegen, weil er ja doch relativ angerottet ist, nehmen wir hier Messing, das ist weicher das Material als das Material vom Zylinder, um den dann da rauszuschlagen. Genau, die sind zu klein, die haben einen Durchmesser, also da ist der Kolbendurchmesser zwar 42, aber die sind halt also der gesamte Zylinder von der Breite her, da fehlen 2 cm.
Ja, das sieht gut aus. Da gucke ich mal die Nummer nach und dann, ich denke, da sollten wir, das ist das. Eigentlich wollten wir die jetzt einbauen und das Ganze dann jetzt hier auch beenden und eine Probefahrt noch machen. Aber es hat sich leider herausgestellt, dass die Zylinder, die ich jetzt hier bestellt habe, wo ich jetzt von ausgegangen bin, dass ich die richtige Nummer gekriegt habe, die passen nicht, die sind zu klein. Konnte ich so jetzt vorher auch nicht sehen, weil der Zylinder hier drunter unter dem Blech versteckt war. Aber die Aufnahmen sind halt gleich. Also theoretisch könnte man ihn einbauen, ne? Aber er ist halt wesentlich kürzer und hat auch einen kleineren Durchmesser. Das heißt, er würde gar nicht die gleiche Bremskraft entwickeln und wäre auch zu kurz. Ja, von daher werden wir uns jetzt auf die Suche machen, wie wir entweder Ersatz kriegen dafür oder den irgendwie repariert kriegen. Ja, nicht so schön, aber so ist das halt mit so einem alten Fahrzeug. Ja, hiermit beenden wir auch das Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert auch unseren Kanal, wenn ihr das nicht ohnehin schon getan habt. Und falls ihr informiert werden möchtet, wenn dann das nächste Video dann online ist, dann aktiviert auch das Glöckchen. Bis dahin erstmal, dann sehen wir uns am nächsten Sonntag.